Annette, ich denke, wir sei fertig. Ja, super, Marianne. Vielen Dank. Hast mir ganz sehr geholfen. Dankeschön. Nun könnten wir ja eigentlich noch unsere Zuschauer begrüßen. Glück auf, liebe Leute, und herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch von uns auf dem Heiligen Abend einstimmen lassen wollt. Hier in dem wunderschön geschmückten Haus. Es riecht und sieht nach Weihnachten aus. Auch ich heiße Sie sehr herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Erzgebirger in der Fremd. Ich begrüße Sie auf unserem Lebenswerkstatthof in Mildenau. Und ich wünsche mir, dass Sie sich wohlfühlen und dass wir eine gute gemeinsame Stunde haben, heute am Weihnachtsabend. Meine Mutter hat sich angeplagt, die alte gute Haut, die alte gute Haut. Tra-ra, tiralala, tra-ra, tiralala, 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 tiralalala. Im Ausgebirg ist wahrlich Ski, wenn's draußen stürmt und schneit. Und wenn der Peremett sich dreht, ist unsere schönste Zeit, ist unsere schönste Zeit. Tra-ra, tiralala, tra-ra, tiralala. Und wenn der Peremett sich dreht, ist unsere schönste Zeit. Liebe Annette, für dich und die Familie wird's dieses Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsfest sein, hier in deinem neuen Haus. Ja, es ist sehr besonders. Also wir sind im Februar vom kleinen Haus des Hofes in das große gezogen und betrachten das als ein unglaublich großes Geschenk, dass es uns gelungen ist, dass sich die Dinge so gefügt haben, dass wir dieses alte Haus auch auf diese Art und Weise sanieren konnten. Ja. Mein Mann, der hat 80% mit seinen eigenen Händen gebaut und deshalb konnten zum Beispiel diese alten Balken überleben, der Lehm und auch die Seele. Ja. Und das macht es so besonders. Also wir sind sehr glücklich, dass wir so leben dürfen und können. Ja, man merkt wirklich, dass hier mit sehr viel Lust und Liebe und vor allen Dingen auch Sorgfalt gewerkelt worden ist. Und es ist doch alles so wunderschön weihnachtlich geschmückt. Was wäre denn dein Wunsch zum Heiligen Abend? Also ich habe natürlich viel dafür gemacht, dass es hier gemütlich ist, dass wir uns wohlfühlen. Aber eigentlich liegt mir am meisten am Herzen, dass wir heute weich werden und wirkliche Nähe haben und dass wir zufrieden und friedlich sind. Das haben wir bestimmt. Ihr Leidle, freit euch alle, guckt naus, bis draußen Kreipele schneit. Die Weihnachtszeit ist komme, vergasst ein Sang und Streit. O selige Zeit, o Weihnachtszeit, du bringst uns wieder Frieden, machst unser Herz voll Lust und Freit, o selige Weihnachtszeit. Wie glänzen halde Lichtle, verstuhlen aus jedem Fensterle raus, denn es sieht aus jeden Stübel, Spankinel ei und aus. O selige Zeit, o Weihnachtszeit, du bringst uns wieder Frieden, machst unser Herz voll Lust und Freit, o selige Weihnachtszeit. Heuch wieder Glocken klinge und so in stiller heiliger Nacht und fromme Kinder singe, als ich heit Frieden gebracht. O selige
Weihnachtszeit, o Weihnachtszeit, du bringst uns wieder Frieden, machst unser Herz voll Lust und Freit, o selige Weihnachtszeit. Also die Melodie, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, gehört ja inzwischen wirklich zu Weihnachten dazu. Aber die Schiene Spieldus, die kommt natürlich aus dem Erzgebirg, aus den Werkstätten Flade in Olbernhau. Und unser erster Gast heute Abend ist Kerstin Drechsel. Sie ist die Chefin der bekannten Manufaktur. Herzlich willkommen und Glück auf, Kerstin. Hallo Marianne, hallo Annette. Kerstin, mit deinem Geburtsnamen Flade verbinden ja ganz viele Menschen und natürlich auch ich Erinnerungen an deinen Vater Helmut Flade. Er war ein bekannter Holzgestalter und hat sehr viel schönes Kinderspielzeug entworfen. Jawohl. Kerstin, wie habt ihr die daheim bei euch Weihnachten gefeiert, als du Kind warst? Also erstmal muss man sich vorstellen, bei uns zu Hause war alles sehr klein. Die Zimmer, in denen ich groß geworden bin, waren winzig. Unser Wohnzimmer war 10 Quadratmeter groß. Und der Tisch, der in der Mitte stand, war kleiner als der, den wir jetzt hier vor uns haben. Was Besonderes stand aber Heiligabend immer auf dem Tisch. Und das war dieser Leuchter, den ich euch heute mitgebracht habe zum Zeigen. Mein Papa hat den gedrechselt aus dem Holz eines Pflaumenbaumes, der gefällt werden musste. Und ich habe so an diesem Baum gehangen. Und als Ersatz stand dann sozusagen als Kind immer dieser Leuchter auf dem Tisch. Und das ist bis heute so geblieben. Kerstin, ich möchte dich fragen, ich weiß, du hast eigentlich andere Lebenspläne gehabt. Ja? Du wolltest nicht wirklich so eine Werkstatt führen und handwerklich, figürlich arbeiten. Das stimmt. Erzähl mal. Ich habe zwar Drechsler gelernt nach dem Abitur, aber ich habe dann Museologie studiert, weil mich vor allen Dingen die Geschichten hinter den Dingen im Erzgebirge interessiert haben und ich mich immer schon damit beschäftigt habe. Aber diese Pläne sind durch die Wände durchkreuzt worden und ich bin sozusagen zu den Ursprüngen zurückgekehrt, zu meinem Handwerk und habe 1990 begonnen, die Werkstatt aufzubauen und figürliche Dinge zu entwerfen, die aus meinem direkten Umfeld kommen. Schön. Das ist gut für uns alle. Und was ist deine Inspiration, wenn du die kleinen Mandeln machst? Wenn ich die kleinen Mandeln mache, dann denke ich viel zurück an die Erlebnisse in meiner Kindheit oder an Dinge, die ich mit meinen Kindern erlebt habe. Dinge aus der Natur. Ein Beispiel habe ich euch mitgebracht, die Geschichte vom alten Apfelbaum, den mein Großvater gepflanzt hat. Und der Apfelbaum ist für mich Synonym für den Wechsel der Jahreszeiten. Weil Weihnachten ist, habe ich den Apfelbaum im Winter mitgebracht. Er ist also in Schnee gehüllt und die Kinder darunter, die machen das, was ich als Kind auch schon getan habe. Nämlich die Meißen füttern oder Skifahren und einfach im Schnee spielen. Ich möchte dir an dieser Stelle sagen, ja, dass mich ganz besonders im Herzen berührt dein kleines Kathrinchen Zimtstern. Also es ist für mich sehr besonders, weil es hat wie so ein kleines Innenleben. Ja, es spricht mich wirklich richtig an. Und ich weiß, es gibt so ein schönes Lied davon. Und das Buch vom Kathrinchen Zimtstern, das hat zum Beispiel meine Kinder auch begleitet bis heute. Es sind ganz schöne Geschichten. Und meine Tochter liebt es, die spielt die Geschichte rauf und runter durch. Also, das ist schön. Vielen Dank für die schöne Figur. Ja, klar. Und nun wünschen wir beide dir heute mit deiner Familie einen ganz wunderschönen Heiligen Abend. Danke, Marianne. Das wünsche ich euch auch. Danke.
An Heiligenabend lauf ich vor Sonne, einmal ein Wink ben Kirchberg hinauf. Ich denk, wie ist die Zeit vergangen, mir stellen es Kribbel wieder auf. Aus jeden Fenster strahlte Lichtel, man sieht da Engel, Bargleit steh und frohe Kinderstimme singe, Ehre sei Gott in der Höhe. Es ist die Zeit der 1000 Lichter im Erzgebirg bei uns daheim. Heilige Nacht schließ auf de Herzen, es Christkind will uns Frieden gern. Das gar war fei geschwind vorbei, nu zieht Weihnachten wieder ei. Das gar war fei geschwind vorbei, nu zieht Weihnacht wieder ein. Es ist der Zeit der 1000 Lichter im Erzgebirg bei uns daheim. Heilige Nacht, schließ auf de Herzen weit, des Christkind will uns Frieden gab. Heilige Nacht, schließ auf de Herzen weit, des Christkind will uns Frieden gab. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit wünsch wir uns zurück die Zeit, so wie's war vor viele Jahren. Weihnachten, wie's früher war, wo wir alle noch zusammen in der Stube sind heilig rund. Doch die Zeit kommt nimmer ran. Weihnachten, wie's früher war. Dort am Fenster steht noch heiter, kleine alte Rauchermann. Und der Nabel sporten sie, so wie's früher Aschi war. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit wünsch wir uns zurück die Zeit, so wie's war vor viele Jahren. Weihnachten, wie's früher war, wo wir alle noch zusammen in der Stube sind heilig rund. Doch die Zeit kommt nimmer ran. Weihnachten, wie's früher war. All die Lichter, die dort brennen, sei für jeden hier bestimmt, die weit weg voneinander mit oder drum beim Herrgott sind. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit wünsch wir uns zurück die Zeit, so wie's war vor viele Jahren. Weihnachten, wie's früher war, wo wir alle noch zusammen in der Stube sind heilig rund. Doch die Zeit kommt nimmer ran. Weihnachten, wie's früher war. So, meine liebe Katrin, kriegst du einen kleinen Tee von mir? Danke. Ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen Zeit haben, um zu plaudern. Liebe Zuschauer, neben mir sitzt Katrin Baumann, eine sehr vielseitige, kreative, liebevolle Künstlerin. Aber auch, das finde ich, eine Erzgebirgerin mit Herz, Leib und Seele. Das stimmt. Ja. Du gestaltest erzgebirgische Produkte, zum Beispiel solche Sachen, die hier auf dem Tisch stehen. Für Graupner, für Neubau, also ganz verschiedene Sachen. Ganz verschiedene Sachen. Du zeichnest, du webst,
Du klöppelst und du bringst sogar eine Fibel raus für Kinder, damit sie gut klöppeln lernen. Mit meiner Freundin Steffi Schmal zusammen soll dann im Mai erscheinen. Wir sind noch ganz sehr dabei, das alles zu Im Mai entwerfen. ist es wahrscheinlich schon, ja. Du hast im Erzgebirge studiert? Richtig. Fachhochschule für angewandte Kunst Schneeberg. Schneeberg, genau. Und du bist aber auch hier geblieben. Ich meine, Ja. zurzeit verlassen auch ganz viele junge Menschen das Erzgebirge. Du bleibst hier, obwohl du auch Aufträge im Ausland hast. Das ist toll. Warum bleibst du hier? Also ich bin bis zu den Knien im Erzgebirge verwachsen und ich stelle mir das so wie so ein Myzel vor, wie bei so einem Pilzgeflecht. Und ich gehöre halt in dieses Pilzgeflecht mit rein und fühle mich wohl unter diesen anderen Experten, die so um mich rum sind. Und man hilft sich gegenseitig, unterstützt sich. Und das ist mein Platz, wo ich gerne immer wieder lande, wenn ich aus der Welt komme. Ja, es verbindet uns. Ja, es geht mir auch so. Es ist schön, wenn man den Ort hatte. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Du triffst ganz viele Weihnachtsvorbereitungen. Da bin ich ein bisschen neidisch. Privat zum Beispiel backst du Stollen oder legst Sauerkraut ein. Genau, Sauerkraut. Das geht schon im Oktober los. Das mache ich mit meiner Freundin Maria Süß zusammen. Dann haben wir unsere Kinder, da waren die noch so klein, in diese großen Fässer reingestellt. Und die müssen das ja sauber, erstmal die Füße sauber machen, dann müssen die das Sauerkraut treten. Mittlerweile sind sie 19, stecken immer noch im Topf. Und es sind immer 30, 40 Kilo Sauerkraut. Die reichen dann so bis Februar und schmeckt lecker, ist gesund. Machen wir jedes Jahr gerne. Und die essen es auch gerne. Die essen es auch gerne, das ist selbstverständlich. Da kommen die jetzt von sonst woher zum Sauerkraut trampeln. Und du hast doch gesagt, dass ihr 5-mal Heiligabend eigentlich feiert. Ja. Zähl die mal. Also der erste Heiligabend ist der Abend vom ersten Advent. Der zweite ist heute, also 24. Dezember. Dann kommt Silvester. Dann kommt Heilige Drei Könige und dann kommt Maria Lichtmess. Das ist sozusagen der letzte Heiligabend und dann schließt sich der Weihnachtskreis. Und erst dann werden bei mir die Männlein wieder schlafen geschickt. Das mache ich auch so. Ich genieße auch ganz sehr die Zeit bis dahin, weil man so wenig Zeit hat zur Weihnachtszeit. Ne? Ich denke wirklich immer wieder ganz viel darüber nach, was uns Erzgebirge auch zu Weihnachten ausmacht. Ne? Und was auch die Menschen zu uns zieht zu dieser Zeit, sind bestimmt unsere Bräuche, unsere Handwerke, unsere Musik. Aber vielleicht ist es auch ein Stück unserer Spruch. Also, Wenn man so versteht. Ja, ich weiß, du hast da ein lustiges Geschichte. Vielleicht kannst du uns das erzählen. Ja, also meine Eltern, die hatten nach der Wende dann ein Reisebüro und die Erzgebirgler sind ja reisewütig. Ne? Die sind natürlich in aller Welt, sind die dort durch die Gegend gehirzt und natürlich eine der ersten Reisen ging nach Rodenburg ob der Tauber und dort gab es ja diesen super Laden, Käthe Wohlfahrtladen, wo man die Männeln, die man nie gekriegt hat, die standen in dem Laden rum zum Kaufen. Und die Leute dort in den Laden rein. Oh, guck noch mal, die Mandeln und das wollte ich schon immer haben und das passt zu meinen und jetzt was wird das kosten? Gehen an die Kasse und da sagte dann die Verkäuferin, can I help you? Und da guckten die mit solchen Augen an und sagen, ich habe gedacht, Sie sprechen Deutsch. Und da sagt die Verkäuferin, ja, ich schon, aber Sie doch nicht. So geht's uns oft immer, wenn man voll in der Sprache ist, dann sind wir manchmal schwer zu verstehen. Ja, das ist richtig. Ja. Meine Liebe, ich wünsche dir fröhliche, behütete Weihnachten. Schön, dass du da warst. In der Stunde Lichter brenne und draußen wieder wird's geschneit. Wenn wir den Mandeln aufstellen können, dann kommt der Weihnachtszeit. Sachte Lieder, glitzerweiß
es riecht gut, oh, es riecht fein. Wer wird wohl in meiner Küche sein? Liebe Zuschauer, ich habe das große Glück, dass heute ein guter Freund von uns, der Chef vom Gasthaus am Wildbach in Steinbach, Mario Eberlein, zu Gast ist und in unserer Küche kocht. Die Marianne kostet schon. Wir gehen mal rein. Oh, na, die schmeckt gut. Also, muss schon sagen, Holunderbeersuppe, das ist ja was Feines. Das haben wir ja schon als Kinder von unserer Mutter daheim gekriegt. Und die hat immer gesagt, esst Holunderbeersuppe und dann bleibt er auch gesund. Und da ist bestimmt etwas Wahres dran. Das freut mich in erster Linie, dass ihr die Suppe schmeckt. Ach, die Annette hat auch schon gekostet. Ja, jetzt sind die Naschkatzen. Heutzutage da ist es ja so, dass man ganz selten hört, dass man Holunderbeersuppe angeboten kriegt oder ob sie daheim gemacht wird. Ja, das liegt zum einen bestimmt daran, dass manche Leute zu bequem sind, sich die Beeren abzupflücken. Aber die gibt's ja. Im August, September sind die Beeren reif und man sollte sie holen, bevor die Vögel sie holen. Das ist jetzt nicht die süße Variante, wie wir sie als Kinder damals von unseren Großeltern oder Eltern bekommen haben, sondern es ist eine herzhafte Variante. Und da zeige ich euch mal, was ich an Gewürzen reingemacht habe. Klassisch ist es natürlich sowieso Sternanis, Nelke, Zimt. Wir haben aber auch ein paar getrocknete Lavendelblüten in dem Auszug, Piment und zum Schluss dann auch noch ein bisschen frischen Ingwer reingemacht, weil das wärmt schön durch, bringt den Schliff und Ingwer ist auch sehr trendgemäß. Die meisten kennen natürlich leider bloß die Holunderblüten und machen sich da Sirup oder Sekt oder Gelee draus, aber die Beeren sind ja eigentlich noch viel besser. Man sollte sie bloß nicht roh essen. Ich richte euch mal was an. Es ist natürlich jetzt farblich ein absoluter Bringer. Ne? Holundersuppe hat ja auch eine richtig gute Farbe und ich habe auch die Konsistenz ein bisschen verändert durch Abbinden mit Stärke. Da mache ich noch ein schönes Orangenfilet rein. Und was sehr gut harmoniert, ist eben Entenbrustfilet. Und das ist diese Variante, die ich bevorzuge. Aha. Unter uns Freunden sagen wir ja immer Ebbs zu dir. Ne? Also, lieber Ebbs, du kommst eigentlich aus der Chemnitzer Ecke, aber lebst schon seit vielen Jahren im Erzgebirge. Und aus meiner Sicht bist du eigentlich ein richtiger Erzgebirger geworden, im guten Sinne. Ne? Ich weiß, dass ihr heute eine große Runde zu Hause seid, dass viele an eurem Tisch sitzen. Was gibt's bei euch? Gibt es die Chemnitzer Variante oder die erzgebirgische? Ja, also wir bleiben in der Familientradition. Da wird nichts dran gerüttelt und das wird auch bei meinen Kindern so übernommen werden. Es gibt klassisch den Kartoffelsalat, den macht meine Mutter nach Chemnitzer Art, wie die Großmutter. Besonderer Wunsch von mir war dieser auch einmarnierten Haarisch. Das ist auch gut, das muss Und sein. Ölheringssalat habe ich auch bestellt. Also das sind so die Sachen, der Kartoffelsalat mit Würstchen, das ist bei uns jedes Jahr der Fall. Und die richtige große Gans, die folgt natürlich am Tag darauf. Welchen Weihnachtswunsch hast du, wenn es ganz still um dich wird? Wenn du für dich Zeit hast? Also es ist ein ganz privater Wunsch, der mir auch am Herzen liegt, den vielleicht jetzt zu äußern. In Zeiten dieser überfüllten Kühlschränke, auch jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit, wird oft unbedacht eingekauft. Ich habe mit Lebensmitteln täglich zu tun und es tut mir leid, wenn aufgrund des Überdrusses und des Wohlstands, auch bei uns im Erzgebirge, dann Dinge im Müll landen, was nicht sein müsste. Das wäre eigentlich mein Wunsch, dass die Leute einfach darüber mal nachdenken, weil sie selbst oft mit dazu zählen. Ja? Wenn es ganz zu Ende geht, übern Wald danach bezieht, selten sieht man Vögele, heil der Wind sei eisig lied, dann klinge ans Gebirgsche Lieder, wie jedes Jahr in der Zeit, trifft man's in Hosten und sich wieder, klingt die Schiene Weihnachtszeit. Wenn der Hart schon lang verblüht und kein Blümen nirgends mehr steht, macht man sich an Ufen nah, wo es Ofenbanke steht. Dann klingen ans Gebirgsche Lieder, wie jedes Jahr in der Zeit, trifft man's in Hosten und
die Schiene Weihnachtszeit. Sie und Bachle sei gefroren, der durch die Seier kürzer Wurm. Der Sonn hat uns vergessen, es zwickt der Frost an Nuss und Ohren. Dann klingt der Gebirgsche Lieder, wie jedes Jahr in der Zeit, trifft man in Husten und sich wieder, klingt die Schiene Weihnachtszeit. Hirsch und Reh, die komme frei, aus dem Wald ins Dörfelnei, wollen der Winter überlang, sei ja nimmer ganz so schei. Dann klinge als Gebirgsche Lieder, wie jedes Jahr in der Zeit, trifft man in Husten und sich wieder, klingt die Schiene Weihnachtszeit. Dann klinge als Gebirgsche Lieder, wie jedes Jahr in der Zeit, trifft man in Husten und sich wieder, klingt die Schiene Weihnachtszeit. Also das ist wirklich ein Masterwerk. Und Jenny, es war aber auch gleichzeitig dein Masterstück. Genau, ich habe zur Meisterprüfung damals eine orientalische Christi Geburt gebaut in Schwibbogenform, die ich dann anschließend mit meinem Opa zusammen in mechanische Form umgewandelt habe. Und jetzt, du bist die Spielzeugmacher-Meisterin und bist die Enkelin von Klaus Kolbe aus Seifen, der leider voriges Jahr verstorben ist und einer der bekanntesten Schwibbogenbauer im ganzen Erzgebirge war. Jenny, nun bist du in seine Fußstapfen getraten. War das schwer? Auf alle Fälle war das schwer. Es ist auch noch schwer. Er hat natürlich unheimlich viel geschaffen in der Zeit, in der er diese ganzen Schwibbögen erfunden und gebaut hat. Er hat natürlich unheimlich viel Kreativität an den Tag gelegt, unheimlich viele Ideen, die wir auch noch zukünftig umsetzen wollen. Und dafür brauche ich natürlich meine ganze Familie, die mir aber trotzdem mit Kraft zur Seite steht. Das kann ich mir vorstellen. Was hat er dir speziell auf den Weg gegeben? Also vor allen Dingen die Liebe zum Beruf, zur Kreativität. Und natürlich steht bei uns noch in der Werkstatt ein angefangenes Modell, ein Schwibbogen, den er begonnen hat, den wir weiterentwickeln wollen, den wir natürlich fertigstellen wollen. Und das haben wir uns für nächstes Jahr ganz sehr vorgenommen. Du bist du so weit, dass du sogar deine eigenen Ideen umsetzt. Wie sieht es denn aus? Ja, wir haben jetzt voriges Jahr ganz neu und mein Meisterstück in unbeweglicher Form jetzt doch in die Produktion übernommen. Eigentlich wollte ich das nicht, aber es war so viel Begeisterung und Nachfrage da, genau, dass wir das dann doch eben übernommen haben. Und es freut mich ganz sehr, dass es so viel Anklang findet. Und wie versteht du nur heute dann Heiligen verbringen? Ganz ruhig und ganz besinnlich in Familie mit meiner kleinen 2,5-jährigen Tochter, meinem Mann, natürlich mit den Eltern und mit der Oma. Und wir hoffen, dass das natürlich eine ganz ruhige, ohne Stress, eine ganz ruhige Weihnacht wird. Also Jenny, schön, dass du da warst. Ja? Und an alle viele liebe Grüße von mir und einen wunderschönen Heiligen Abend für alle, die ganze Familie. Danke. Es ist wirklich schon wieder so weit, der Herbst ist vorbei
und der Abend werden wieder länger. Es zieht die Weihnachtszeit ein. Dann wird's geschäftig überall, man bastelt hier, man kauft da was ein. Die Geschenke müssen natürlich sein. Und da reicht nicht mehr Äpfel oder gar nicht eine Nuss. Es muss mindestens ein Stecker haben oder gleich noch Internetanschluss. Und trotzdem ist es Weihnachten im Erzgebirge, eine ganz besondere Zeit. Voller Hoffnung, voller Spannung, voller Freiheit. Weihnachten im Erzgebirge, kommt zum Ruhe bis in Deiche wissen. Macht den Parameter an der Freitag am Rauf, am Rauf, am Rauf. Ist da Heilige und dann Ra. Die Kirche ist aus, es schneit ein wenig. Festlich ist sie geschmückt, unsere Stube. Am Tisch gibt's ein Allah mit Denken an unsere Leid, die nicht da sei kennen, die Vorzeit. Und uns beschleicht so ein Gefühl von Dankbarkeit, denn mir sei erzgebirgische Leid. Weihnachten im Erzgebirge, eine ganz besondere Zeit. Voller Hoffnung, voller Spannung, voller Freiheit. Weihnachten im Erzgebirge, kommt zur Ruhe bis in Deiche wissen. Parameter an der Freitag am Rauf, am Rauf, am Rauf. Weihnachten im Erzgebirge, eine ganz besondere Zeit. Voller Hoffnung, voller Spannung, voller Freiheit. Weihnachten im Erzgebirge, kommt zur Ruhe bis in Deiche wissen. Parameter an der Freitag am Rauf, am Rauf, am Rauf. Macht den Parameter an der Freitag am Rauf, am Rauf, am Rauf. Immer wenn es Heiligabend wird, denke ich so gern an die Zeit zurück, wo ich eine kleine Maud war. Ich bin nämlich als kleine Maud in Barmeskrieg groß geworden, wie man so sucht auf Erzgebirgisch. Wir hatten daheim eine Fleischerei. Mein Urgroßvater, mein Großvater, mein Vater, mein Bruder, alle waren sie Fleischer. Und das bedeutete, dass am Heiligabend unser Geschäft noch offen hatte bis Mittag. Und während andere Mamas schon den Tannenbaum schmücken konnten, da stand meine noch im Laden. Aber als wir dann alles aufgeräumt hatten, sauber gemacht hatten, da hatten wir so einen schönen Brauch. Wir haben uns nämlich alle, die Angestellten und unsere ganze Familie, in der Wirtschaftsküche von meiner Großmutter versammelt und haben das alte Jahr verabschiedet, haben uns bedankt, haben was zusammen gegessen, getrunken, geschwätzt. Das war so herrlich. Das habe ich geliebt als Kind. Und als ich dann später Gesang studiert habe in Berlin, da habe ich alles dran gesetzt, dass ich zu dieser Zeit schon im Erzgebirge war, damit ich mich mit an diesen Tisch setzen konnte. Und dann hatte ich das Gefühl, ich bin daheim. Und ich wusste, was es bedeutet, ein Haar mit im Herzen zu haben. Und dort noch bin ich dann mit meinem Großvater zusammen aufs Feld gegangen und wir haben noch die Posaune gelauscht.
Das ist so besonders, wenn man im Erzgebirge zu dieser Zeit rausgeht. Da kann man nämlich die Posaunen von den ganzen umliegenden Dörfern mithören. Die blasen fast zeitgleich. Ich habe die damals von Schwarzenberg gehört, von Grandorf, von Erla, von Bermesgrün. Und das war so besonders. Das hat mich mein ganzes Leben geprägt. In der Zeit, wo ich alleine gelebt habe und jetzt mit meiner Familie, mit meinem Mann, mit meinen Kindern. Wir gehen raus, am besten auf eine kleine Anhöhe und lauschen. Und wenn es uns gelingt, dass wir sie hören können und vielleicht die Kirchenglocken dazu, dann kommt wieder das tiefe Gefühl im Herzen. Dann sind wir angekommen und es ist Weihnachten. Also ihr zwei, Marie und Henry, ich freue mich so sehr, dass ihr mit dabei seid. Hier. Nun ist es doch so, dass man einen Wunschzettel ans Christkind schreibt. Ja, und der Ruprecht, der tut zum Heiligen Abend die Sachen bringen. Ja, was habt ihr euch denn da aufgeschrieben? Rollschuhe. Rollschuhe? Oh, da muss aber der Ruprecht dich schleppen. Ja. Und du, Henry? Ich lasse mich mal überraschen. Du lässt dich überraschen, ist auch gut. Also, dann wollen wir mal sagen. Nur, wenn der Ruprecht kommt, will der natürlich auch was haben von euch. Was habt ihr euch dafür genommen? Singt ihr ein Liedl oder habt ihr ein Gedichtel? Wir haben ein kleines Gedichtel. Ein Gedicht? Na, da kennt man doch gleich mit ihm, ob's auf Weste klappt. Ja, Marie, wollen wir es mal ansagen? Ja, gern. 3, 4. Der kleine Ruschler, rote Nose und rote Ohren. Unerwachsen Schall verloren. Guckt ner hier, ihr guten Leid. Hört ner, wie er Beine schreit. Unten kriegt er netten Dreh und fliegt in Bogen ein Schnee. Sieht er wie ein Schneemann aus, doch der macht sich gar nicht draus. Na, sein Lachen ist ganz echt, satt ner wie's Gesicht liegt. So als wär's grad neu geboren. Rote Nose und rote Ohren. Na, das habt ihr wunderbar gemacht. Und ich kann euch verraten, es dauert gar nicht mehr lang. Und dann ist große Bescherung. Schneegestöber, Weihnacht ist die schönste Zeit. Schneegestöber, es ist wieder soweit. Der Christbaum holen wir aus dem Wald und schaffen ne Hamm. Und Kleid und noch, du geht's a los, wir schmücken dann den Baum. Wir schmücken dann den Baum. Und bald du duft's noch Christ schon hier, de Frau die Bäcknerheit. Und a Gericht ist ganze Wert, wenn's draußen durch die schneit. Wenn's draußen durch die schneit. Schneegestöber, Weihnacht ist die schönste Zeit. Schneegestöber, es ist wieder soweit. Schneegestöber, Weihnacht ist die schönste Zeit. Schneegestöber, es ist wieder soweit. Und der baut den Schneemann auf vom heißen Mittermatt. Und nu fallen noch Hut und Nuss, es ist der größte Frat. Es ist der größte Frat. Schneegestöber, Weihnacht ist die schönste Zeit. Schneegestöber, es ist wieder soweit. Schneegestöber,
Weihnacht ist die schönste Zeit. Schneegestöber, es ist wieder so weit. Und endlich noch einerlei kommt Ruprecht dann ins Haus. Er holt den großen Sack dabei und packt die Gaben aus. Um de Kreste frat. Schneegestöber, Weihnacht ist die schönste Zeit. Schneegestöber, es ist wieder so weit. Schneegestöber, Weihnacht ist die schönste Zeit. Schneegestöber, es ist wieder so weit. Liebe Zuschauer, es sitzt jetzt ein ganz besonderer Gast an unserem Tisch. Es ist Pfarrer Andreas Lau aus Großhockerswalde-Mauersberg. Er hat sich die Zeit genommen, für uns noch vorbeizuschauen und das finde ich ganz wunderbar. Vielen Dank. Sie kommen ja sozusagen direkt von Gottesdienst, ja? Genau, also 2 Christvespern, bei manchen sind es vielleicht noch mehr, bei uns sind es 2, 13:30 Uhr und 16 Uhr. Und es ist gut, noch eine Pause zu haben zum Verschnaufen. Die Leute können in Ruhe rausgehen, die anderen können in Ruhe reingehen. So ist das, genau. Herr Pfarrer, wann wird bei Ihnen die Christmette gefeiert? Ja, zum einen um 5 in der einen Gemeinde in Großhockerswalde und um 6 in der anderen Gemeinde. Und das heißt für mich, ich bin nur bei einer dabei. Morgen früh um 5 geht es für mich weiter. Ich denke, die Christmette ist schon eine besondere Herausforderung oder ein Höhepunkt, auch für den Pfarrer. Ne? Was geben Sie denn Ihrer Gemeinde und den Menschen mit auf dem Weg nach so einem bewegten Jahr? Also es stimmt, es ist ein bewegter Moment, auch in der Vorbereitung, dort zu überlegen, was man mitgeben kann, was man sagen kann. Mir gehen ganz viele Schicksale durch den Kopf, die in den letzten Monaten ein ganz Stück Teil meines Nachdenkens auch geworden sind. Das sind Menschen dabei, die eine schwere Diagnose bekommen haben und ich frage mich, was bedeutet Weihnachten für die? Oder was bedeutet Weihnachten für Menschen, die sehr ringen mit ihrer Zukunft oder ihrer Situation? Eine alleinerziehende Mutter, die in der Scheidung lebt, oder was bedeutet es für Einsame und für die Menschen, die allein sind? Oder was bedeutet es für Menschen, die vielleicht in einer ganz normalen Situation sind, denen es gut geht und die dankbar sind? Und jetzt hören alle in dem Gottesdienst zusammen diesen einen Satz, den ich so wichtig finde, wo es heißt, euch ist heute der Heiland geboren, der Retter. Also Gott will irgendwas mit uns, mit euch zu tun haben. Und die Frage ist, stimmt das? Ist das so? Und die Herausforderung besteht darin, irgendwie deutlich zu machen, es stimmt, dass Gott was mit uns zu tun haben will. Auch wenn das Gefühl vielleicht manchmal was ganz anderes sagt. Und Weihnachten predigt mir persönlich, dass das Gefühl uns nicht immer sagt, wie Gott zu uns steht, sondern dass es in dem drin zu lesen ist, was wir am Schicksal und am Leben Jesu ablesen können. Dass wir dort sehen, wie Gott zu uns steht, was Gott von uns hält, wie Gott mit uns umgehen will. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die das sehr sonderbar finden, wenn man sagt, Jesus hat was mit Gott zu tun, Jesus ist quasi das Gottesbild. Und eine Geschichte, die hat mich vor einigen Jahren da wachgerüttelt und mich zum Nachdenken gebracht. Da ging es um eine spanische ältere Frau, die versucht hat, in ihrer Heimatkirche ein Bild zu restaurieren, ein Jesusbild, ein Fresko. Und sie setzte den Pinsel an und merkte nach einiger Zeit, dass die Farbe verläuft und versuchte alles abzutupfen, noch zu retten, was möglich war. Und am Ende sah es ganz schaurig aus, dieses Jesusbild. Als Igel Jesus ging dieses Bild dann durch das Internet und durch die Medien und alle, die es sahen, mussten lachen. Vielleicht ist es manchmal ähnlich, wenn ich davon predige, dass wir in Jesus Gott sehen, dass Menschen sagen, es gibt doch andere Gottesbilder, Gott als ein höheres Wesen oder als die höhere Macht. Jesus dagegen als Bild von Gott, dass es lächerlich wirkt. Und dann berührte mich dieses Bild vom Igel Jesus, über den ich erst lachen musste, doch, als ich die Geschichte las, die hinter dem Bild steht. Diese Frau war zweifache Mutter und hatte einen behinderten Sohn, geistig und körperlich behindert, und einen anderen Sohn, der als junger, erwachsener Mann verstarb, ebenso ihr Mann nach kurzer Zeit. Und sie ging in diese Kirche und versuchte dort Stück für Stück Trost zu finden. Und am Ende sah sie, dass dieser Ort, der so wichtig war, am Verfallen war und versuchte es wieder herzurichten auf eigene Art und Weise. Und auf einmal wurde mir das Bild wichtig, weil es etwas von Sehnsucht und Liebe predigte, die dahinter stand. Ich glaube, wenn die Gemeinde, in der ich predige, was davon mitbekommt, dass hinter dem Bild Jesu, hinter Jesus die Liebe Gottes steht, die uns meint, uns gegenüber, dann passiert Wesentliches. Und vielleicht ist dann nicht mehr die Krippe so wichtig, sondern man merkt, dass Gott da ist, wo man gerade sitzt, vielleicht auf dem Sofa, vor dem Fernseher oder an anderen Orten. Und man merkt, das ist keine Geschichte von damals, sondern es betrifft mich heute. Ich hoffe, dass das Weihnachten
ist für die Leute, die zuhören. Vielen Dank Danke. von ganzem Herzen. Dankeschön. Und wir wünschen Ihnen natürlich und der Familie einen gesegneten und fröhlichen Heiligen Abend. Vielen Dank, gleichfalls. Ja. Danke. Heilige Nacht in Erzgebirg, 1000 Lichterle flimmern, Wald und Dorf in Schnee verbeuen, Sterne von Himmel schimmern. Weihnachtszeit, selige Zeit, machst unser Herz so froh und so weit, machst unser Herz so froh und so weit. Heilige Nacht in jedem Haus, geht's beim Kinde nur hutzen. Sachte läuft der Perement, weil ma is warme abputzen. Weihnachtszeit, selige Zeit, machst unser Herz so froh und so weit, machst unser Herz so froh und so weit. Heilige Nacht voll ewiger Lieb, sei in jedem beschieden, wo noch ein Herz ist müd und voll Sorgen, schenkt nicht der Himmel seinen Frieden. Weihnachtszeit, selige Zeit, machst unser Herz so froh und so weit, machst unser Herz so froh und so weit. Liebe Zuschauer, liebe Marianne und alle, die heute mit dabei waren, ich bedanke mich von ganzem Herzen für die schöne gemeinsame Stunde heute zu Weihnachten. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie im ganzen Erzgebirg die Lichter angehen, wie die Familien zusammenkommen, wie es gute Essen auf den Tisch kommt und wie vielleicht schon der Weihnachtsmann sich auf den Weg macht. Ich möchte Ihnen und euch einen Spruch von Anton Günther mit in die Weihnachtsnacht geben. Und lebst du bis ans Ende der Wald und suchst, weil dir der Frieden fällt. Dann findest du nicht, das nirgends vor Chrom. Dann musst du im Herzen selber drum. Und unsere Gedanken, die sei jetzt bei allen, die nicht mit ihren Familien zusammen sein können. Oder auch bei allen, die ganz alleine sei. Es wäre doch jetzt ein ganz guter Moment, einmal anzurufen. Oder vielleicht zum Nachbar zu gehen und ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Es ist doch Heiligabend. Und die frohe Botschaft der heiligen Nacht soll doch ganz, ganz viele Menschen erreichen. Ich wünsche euch allen von ganzem Herzen ein frohes, friedliches, gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes neues Jahr. Und mit einem ganz herzlichen Glück auf, bin ich wie immer Ihre und eure Marianne Martin.
lasst uns wieder Weihnachten feiern, wie zu unserer Kinderzeit. Wollen wir wieder ins Krippe bauen, nicht einmal alles auf der Seite. Man ist Schafe, ist zerbrochen, man ist Hirte, ist entzwar. Wollen wir ne Hirte in Armer schnitzen und ne Schafe Ohr und Bar. Man ist Schafe, ist zerbrochen, man ist Hirte, ist entzwar. Wollen wir ne Hirte in Armer schnitzen und ne Schafe Ohr und Bar. Sis a Mann ist samt Leime, wo mocht der Engel sei. Ochs und Esel müsst ma anstrengen und nen Stall falls Christkind nei. Übern Stall der Stern muss glänzen, ihre sei Gott in der Höhe. Soll der Engel dort unverkünden, lost ner draußen Watter und Schnee. Übern Stall der Stern muss glänzen, ihre sei Gott in der Höhe. Soll der Engel dort unverkünden, lost ner draußen Watter und Schnee. Holt ner wieder Tannenbäume außen Wald in Stüberei. Hammer nicht viel Netze hängen, soll's aber doch ein Christbaum sein. Zünder, Weihrichkatze, das wieder noch Weihnachten riecht. Lost alte drei festhalten, die uns tief im Herzen liegt. Zünder, Weihrichkatze, das wieder noch Weihnachten riecht. Lost alte drei festhalten, die uns tief im Herzen liegt. Kommt zu unseren Herrgott wieder, da uns gut beschützt bewacht. Wollen wir wieder friedlich singen, stille Nacht, o heilige Nacht. Menschen können kein Frieden bringen, lasst uns Zank und Streit vorkommen. Wenn wir ordentlich Weihnachten feiern, wollen wir auch Frieden im Herzen ruhen. Menschen können kein Frieden bringen, lasst uns Zank und Streit vorkommen. Wenn wir ordentlich Weihnachten